Einen ganz wundervollen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren News-Video. Es geht noch einmal um die Pflicht zur Passwortherausgabe für Telemedienbetreiber. Ja? Das hört sich jetzt erstmal mega fancy an. Ich verlinke euch aber das Video, wo ich das zum ersten Mal vorgestellt habe, in der Infokarte. Und ja, es geht im Endeffekt darum, wenn jemand ein soziales Netzwerk betreibt, also sagen wir einfach mal dazu Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google generell natürlich, weil das dasselbe ist, aber auch Tinder oder sonstige Dinge, ja. Für diese Dinge möchte nun die Bundesregierung euer Passwort haben. Das heißt, wenn die sagen, hey, der ist eventuell gefährlich, gebt uns mal das Passwort, dann muss derjenige Betreiber spuren. Das heißt, wenn sie zu Tinder gehen und sagen, hey, der da hat irgendwas Komisches in seinem Profil drin stehen, mag ich nicht, dann muss Tinder das Passwort an die Bundesregierung rausgeben, beziehungsweise genauer gesagt ans BKA. So, da haben sie vor einer Weile, wie gesagt, dieses Gesetz als Referentenentwurf vorgestellt, haben ordentlich Gegenwind bekommen und nun ist dieses Gesetz tatsächlich so weit gekommen, dass ein Entwurf dazu herausgegeben wurde. Ich habe mir jetzt den Spaß mal angetan und habe diesen Entwurf mal durchgeguckt. Und ja, ich muss sagen, dieser Entwurf ist einfach nur komplett unnötig. Ja? Ihr könnt den quasi einfach komplett vergessen. Weil, und das ist jetzt eigentlich relativ interessant, warum das eigentlich so ist, weil wir hier mehrere interessante Aspekte sehen. Und wundert euch nicht um die Formulierung. Die Formulierung ist einfach nur unfassbar dumm. Also geschäftsmäßig Telemediendienste erbringen, heißt so viel wie ein soziales Netzwerk oder irgendwas im Internet zu betreiben. Ja? Das ist quasi die altdeutsche Formulierung. Und als erstes wird mal gesagt, okay, alles was rausgegeben wird, irgendwelche Daten oder sowas, das darf nicht dazu führen, dass man auf euren nicht auf den Server draufkommt, ja. Das heißt, wenn man mit diesem Passwort zum Beispiel irgendwie euer Smart Home bedienen kann, dann darf die Bundesregierung oder das BKA dieses Passwort nicht erfragen, okay. Das fällt da nicht drunter. Es geht wirklich nur um Passwörter, die quasi mehr Informationen über diese Person auf diesem Netzwerk gibt. Und was die Bundesregierung damit erreichen möchte, ist im Endeffekt, sie wollen an die Daten rankommen, die eventuell nicht öffentlich sichtbar sind, ja. Also sowas wie zum Beispiel geheime Informationen oder halt Daten, die dort angegeben wurden, zum Beispiel in Nachrichten oder sowas, die aber nicht für jedermann sichtbar sind. Das heißt, die sagen dann, hey, der Cedric Mössner, der hat jetzt hier auf Tinder mit einer geschrieben und hat irgendwie einen Anschlag geplant, ja. Dann sagen die, okay, den hätten wir ganz gerne. Also der hat in seinem Profil irgendwie drinstehen, Anschlag geplant, ja. Und dann denken sie, okay, der kann jetzt da vielleicht noch in der persönlichen Nachricht mehr Informationen haben, also greifen sie auf diese Informationen zu. Relativ interessantes Szenario. Ich glaube allerdings nicht, dass das so häufig zum Einsatz kommen wird, denn Folgendes ist der Fall. Das Ganze. Achso, bevor wir weitermachen, genau, hier dürfen natürlich auch noch Nutzungsdaten automatisiert ausgewertet werden. Das bedeutet, im Endeffekt haben die einen Crawler, oder zumindest ist das der Plan irgendwann mal, dass die einen Crawler haben, der vielleicht sagt, hey, da steht Anschlag drin, wir fragen mal automatisch einfach diese Daten an. Und jeder Telemediendienstbetreiber, also alles im Endeffekt im Internet, ja, muss das selbstständig implementieren. Das heißt, da zahlt die Regierung mal wieder keinen Cent dafür, aber sie wollen halt einfach haben. Ja? Also quasi so eine Mini-Backdoor. So, es geht allerdings nicht um komplette Daten, sondern es geht halt hauptsächlich um diese Passwörter, weil eben manche Betreiber einfach auch eure Nachrichten verschlüsseln und die eben tatsächlich nur mittels eurem Passwort auch angeguckt werden können. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel jetzt eine Nachricht von A nach B schickt, und die ist Ende zu Ende verschlüsselt, dann kann der Betreiber diese Nachricht nicht entschlüsselt dem BKA oder BND oder wem auch immer geben. Ja? Deswegen wollen sie mit dem Passwort sich dann als der User einloggen und diese Daten dann entschlüsseln. So, jetzt ist allerdings das Interessante, dieser kleine Satz hier, den ich markiert habe. Eine Verschlüsselung der Daten bleibt unberührt, weil, wie ich schon in dem letzten Video erklärt habe, eure Passwörter liegen im Normalfall, wenn die Seite das alles richtig gemacht hat, nicht im Klartext vor. Das bedeutet aber so viel wie, die bekommen den Hashwert aus eurem Passwort und müssen sich dann selbst, also das BKA oder der BND oder wer auch immer, ja, müsste sich dann mit eurem Hashwert einloggen. Das ist schlichtweg unmöglich, okay? Das ist absolut unmöglich und bringt ungefähr so viel, als würde man ihm eine zu Feinstaub zerriebene Vase geben und sagen, mach da mal deine Blumen rein, ja?
ungefähr so viel bringt das, dass man diese Passwörter da verschlüsselt gibt. Wenn natürlich jetzt ein paar Telemediendienste die Passwörter im Klartext speichern, was ja tatsächlich bei Facebook vorgekommen sein soll, und Facebook, das habe ich auf Twitter geteilt, by the way, Facebook soll ja auch weiterhin alte Versionen von Passwörtern irgendwie speichern. Naja, das ist dann natürlich ein bisschen dumm. Aber wenn ein Dienst das wirklich sinnvoll durchführt, dann bringt der Hashwert eines Passworts überhaupt nichts, okay? Dennoch ist interessant zu sehen hier, dass sowohl die Auskunftssuchenden als auch die Auskunft erteilen, also quasi Google und das BKA, dürfen euch nichts sagen, beziehungsweise generell niemandem davon irgendwas sagen. Es soll mal wieder alles schön unter Dach und Fach bleiben, damit niemand was mitkriegt, wenn er bespitzelt wird. Und das Ganze ist auch nur durch einen Richterbeschluss okay. Das heißt, man muss quasi einen Richter haben, der sagt, hey, der sieht gefährlich aus, der darf jetzt hier bespitzelt werden. Aber nicht sofern Gefahr in Verzug ist. Das heißt, wenn Sie denken, dass ihr jetzt gerade in diesem Moment einen Anschlag plant und vielleicht schon auf dem Weg seid, dann dürfen die auch mal ganz kurz Google anrufen und sagen, hey, gib mir mal kurz das verschlüsselte Passwort. Ich knack das jetzt innerhalb von 2 Minuten und dann weiß ich plötzlich mehr, wo er hin möchte. Ja, Magie. Nein, also meiner Meinung nach ist dieser Gesetzesentwurf einfach nur komplette Zeitverschwendung, weil jeder Dienst, der einigermaßen was auf sich hält, der wird hier diese Verschlüsselung der Daten natürlich weiterhin durchführen und wird dann nur die Hashes rausrücken und die bringen einfach niemandem irgendwas. Ja? Das heißt, den Entwurf hätte man sich einfach komplett sparen können. Für diese Arbeitszeit sollte niemand bezahlt werden, der diesen Entwurf hier gemacht hat. Tun wir trotzdem mit unseren Steuern, aber hey, das ist ein anderes Thema. Wenn ihr zusätzliche Sicherheit haben wollt, falls mal einer der Betreiber doof ist und tatsächlich Passwörter im Klartext speichert, dann nutzt eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Dann kann man selbst mit dem Passwort alleine überhaupt nichts tun. Sprich, da wird auch dementsprechend sich niemand mit eurem Passwort einloggen können, weil er natürlich diesen Zwei-Faktor-Key nicht hat. Ja? Das heißt, wenn ihr zusätzliche Sicherheit haben wollt, das ist euer Weg und ja, dann habt ihr quasi doppelt dieses Gesetz ausgehebelt und dementsprechend muss sich niemand wirklich Sorgen machen. Alles klar, das war's schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dieses Mal wieder ein bisschen billigere News, aber ich wollte halt euch tatsächlich den reinen Gesetzestext mal zeigen und daran quasi belegen quasi, dass es einfach nur kompletter Bullshit ist. Und ja, lasst mir gerne Feedback da. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.